In diesem Video zeige ich Ihnen heute einen typischen, allgemeingültigen Order-to-Cash-Ablauf in einem typischen mittelständischen Unternehmen und wie man ihn im ERP-System Taxmetal durchführen kann. Wir starten mit der Auftragsbestätigung, übergeben in den Lieferschein und in die Rechnung. Nach Zahlungseingang verbuchen wir den Rechnungseingang. Der Prozess besteht aus 8 Schritten, die sich zu den 4 Schritten Erfassung des Auftrags, Versand der Ware, Rechnungserstellung und Zahlungseingang vereinfachen lassen. Im ersten Schritt werden wir in unserem ERP-System den Auftrag des Kunden erfassen und eine Auftragsbestätigung generieren. Im zweiten Schritt versenden wir die bestellte Ware und erzeugen den dazugehörigen Lieferschein. Als drittes wird dann die Rechnung erstellt und an den Kunden geschickt. Und im letzten Schritt wird dann der Zahlungseingang im System hinterlegt. Starten wir nun mit der Auftragsbestätigung. In diesem Beispielprozess nehmen wir an, dass der Kunde ULO-Werk Moritz Ullmann in Frankfurt ein Kaufteil, im Beispiel einen Drucker, bestellt hat, das an die Geschäftsstelle in Berlin geliefert werden soll. Um einen Auftrag in Taxmetal zu erfassen, gehen wir in den Seitenreiter Auftragsabwicklung und wählen dann Projektauftrag. Mit Klick auf das grüne Plus oder alternativ mit F2 legen wir einen neuen Auftrag an. Mit Klick auf die 3 Punkte bei der Kundennummer öffnen wir die Suche des Kundenstamms und können hier den Kunden, wenn er bereits angelegt ist, auswählen. Alternativ können wir durch Eingabe der Kundennummer den Kunden auswählen. Dem Kunden ist eine weitere abweichende Lieferanschrift hinterlegt. Diese kann ich dem Auftrag zuordnen. Wenn man einen neuen Auftrag anlegt, ist bereits voreingestellt, dass es sich um einen normalen Auftrag handelt. Über dieses Feld kann bei Bedarf die Auftragsart, zum Beispiel auf Rahmenauftrag oder Nachbearbeitung ohne Berechnung, geändert werden. Anschließend kann ich bei Bedarf einen Geschäftsbereich auswählen, dem ich den Auftrag umsatztechnisch zuordnen möchte. Dann können Sie noch den kaufmännischen Sachbearbeiter und bei Bedarf auch gleich den zuständigen technischen Sachbearbeiter auswählen. Danach müssen wir die bestellten Artikel in den Auftrag einfügen. Wir können dazu entweder einen Doppelklick in das Feld Artikelnummer machen und den Suchdialog des Artikelstamms öffnen. Alternativ können wir auch, sofern wir sie kennen, die Artikelnummer anfangen einzutippen und aus den Suchvorschlägen den gewünschten Artikel auswählen. In unserem Beispiel soll der Kunde einen Drucker bestellt haben. Wir überprüfen dann die Artikelbeschreibung, die Menge und den Preis. Dieser wurde aus dem Artikelstamm übernommen und fügen auch noch ein Lieferdatum ein. Um zu überprüfen, ob noch genug Drucker auf Lager sind oder ob erst neue produziert oder bestellt werden müssen, sehen wir in der Statuszeile nach. Hier sehen wir, dass noch genug Drucker auf Lager vorrätig sind und können für unseren Auftrag einen reservieren. Die Fehlmenge nach dem Umbuchen ist folglicherweise 0. Die Auftragsbestätigung kann nun einfach per E-Mail an den Kunden versendet werden. Wenn der Liefertermin dann gekommen ist, wird für den Kunden zusätzlich zur Auslieferung der Lieferschein erstellt und mitversendet. Um den Lieferschein zu erstellen, bleiben wir im Auftrag und klicken auf Lieferschein erstellen oder drücken Alt G. Hier können noch einige Parameter für die Übergabe bestimmt werden. Mit Klick auf OK wird dann der Lieferschein erstellt und direkt auch geöffnet. Hier sehen wir, dass alle relevanten Daten aus dem Auftrag übernommen wurden. Das Datum muss bei einer Verzögerung eventuell angepasst werden. Ein Blick ins Lager zeigt uns, dass gleichzeitig der Bestand der Drucker um 1 verringert wurde. Informationen zur Versandsabwicklung wie Lieferbedingungen, Versandkosten oder eine etwaige Transportversicherung erfassen Sie hier. Um dem Kunden im dritten Schritt die Rechnung zu schicken, müssen wir diese dann auch wieder in Taxmetal erstellen. Dazu wählen wir im zugehörigen Lieferschein die Option Rechnung erstellen. Die Rechnung könnte auch direkt aus dem Auftrag erstellt werden oder es besteht die Option, mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung zusammenzufassen. Da der Kunde aber nur einen Drucker bestellt hat, müssen wir das allerdings in diesem Beispiel nicht tun. Hier in der neu erstellten Rechnung, die sich dann auch wieder direkt öffnet, sollten schon alle Daten vorgetragen sein, die wir dann nur noch einmal kontrollieren müssen. Diese kann jetzt ausgedruckt und an den Kunden versendet oder gemailt werden. Um die offenen Posten anzuzeigen, verlassen wir die Rechnung und wechseln in das Menü Offene Posten. Die Rechnung wird uns jetzt unter Offene Posten angezeigt. Wir wählen den Kunden aus und drücken auf Auswerten.
Hier sehen wir alle Rechnungen des Kunden, die noch nicht beglichen sind. Ich kann auch aus den offenen Posten in die Rechnung springen, wenn ich diese überprüfen möchte. Wenn der Kunde die Rechnung erhalten und auch bezahlt hat, müssen wir den Zahlungseingang noch im System verbuchen. Dazu wechseln wir in den Reiter Zahlungseingang und wählen über die Suche die bezahlte Rechnung des Kunden aus. Hier unten werden uns dann die Details der Rechnung angezeigt. Wir überprüfen das Datum und passen gegebenenfalls den bezahlten Betrag an. Wenn alle Werte stimmen, klicken wir auf Verbuchen. Wenn wir jetzt noch einmal die offenen Posten aufrufen und nach dem Kunden filtern, sehen wir, dass keine offenen Rechnungen mehr vorliegen. Und damit ist dann auch der Order-to-Cash-Vorgang abgeschlossen. Wir haben einen Auftrag erstellt, einen Lieferschein, eine Rechnung und die eingehende Bezahlung verbucht.